Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir zurzeit Kanada. Zwar konnten wir bereits einige Orte der kanadischen Rockies bestaunen, doch trotzdem hält diese Woche wieder viel Neues für uns bereit. So faszinierend die Natur aber auch ist, so bringt sie uns diesmal auch an unsere Grenze. Manchmal muss man einfach einsehen, wenn ein Abbruch das einzig Mögliche ist. Hat keinen Sinn. Ich muss wohl umdrehen. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir befinden uns wieder im Banff National Park und zwar nicht irgendwo, sondern am wohl bekanntesten See der kanadischen Rockies, am Lake Louise. Ja, entsprechend viele Leute sind aber auch hier, also versuchen wir dem ein bisschen zu entfliehen. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow and the old way. So schön Lake Louise auch ist, wir möchten eigentlich zu Lake Agnes hochwandern. Der befindet sich hier hinten hinter einem dieser Felsen und ja, von da aus soll man aber trotzdem auch nochmal eine schöne Aussicht hier auf diesen See haben. Die Runde ist etwa, ich glaube, gut 11 Kilometer lang und ja, über 400 Höhenmeter. Ja, entsprechend hoffen wir, dass da ein bisschen weniger Leute sind. Der Aufstieg, der geht schon richtig in die Beine, aber mit dieser Aussicht unglaublich. Unterwegs zur Lake Agnes gibt es hier einen kleineren See. Er heißt Mirror Lake und sollte eigentlich spiegelglatt sein. Es windet aber, drum ja, das mit dem Spiegelbild, das klappt nicht. Aber das heißt auch, dass weniger Moskitos da sind und die Farbe ist ja trotzdem wunderschön. Nach der kurzen Pause geht's weiter. Ist, glaube ich, nicht mehr lang, oder? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht in Zahlen. Ich glaube, hier steht was noch. Wie viel ist da? Lake, Noch 800 Meter. das geht. Ja, das passt schon. Wir sind die letzten Tage doch einiges gelaufen. Und wir merken es schon ein wenig in den Beinen. Aber es ist so schön. Und Jessie hatte heute Morgen vorgeschlagen, dass wir da oben auf, wie heißt er, auf dem Big Beehive laufen. Das sind nochmals gute 200 Höhenmeter auf ziemlich kurzer Distanz. Ich glaube, wir versprechen, dass wenn wir mal oben sind, ob wir das wirklich noch machen heute. Und wie stellst du dir das vor, da oben mit dem Berg? Das war deine Idee. Nee, ich glaube nicht. Doch, doch. Du hast immer so Ideen. Ja, das klingt nach mir. Auf dem Papier sieht es so flach aus und so einfach. Ja, ne?
Naja, erstmal zu Agnes. Genau. Eins nach dem anderen. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Da unten ist Jimmy. Hier. Genau da. Seht euch das an. Also das hatte ich wirklich nicht erwartet. Wow. Ja, und wir dachten, dass hier oben weniger los ist, aber seht euch das an. Aber ja, die Aussicht ist ja auch unglaublich. Kein Wunder, dass hier so viele Menschen sind. Ja, jetzt genießen wir hier ein wenig die Aussicht und dann überlegen wir, ob wir weiterlaufen sollen oder nicht. Right till the end, we didn't know we lost. It's not easy living with my fingers crossed. You ran away from all the madness. You stumbled till you found your pace. I know now you were better off without me. I should set this world on fire. I should tear this town apart. Die Entscheidung ist gefallen. Roberto hat vorhin kurz noch mit jemandem hier gesprochen, der sich wohl ziemlich gut auskennt und ja, der hatte überzeugende Argumente. Es sind zwar nochmal 1,5 Stunden da hoch und ich glaube, es wird ganz schön anstrengend, aber wir denken, wir könnten das schaffen. Wir probieren es jetzt einfach mal, beziehungsweise wir machen die erste Etappe, denn da vorne ist ganz schön viel Schnee und das sehen wir uns jetzt mal an. Und wenn wir da durchkommen, kommen wir auch da hoch, oder? Mein Herz geht wieder auf. Ach, die sind so süß. Ja. Und der hat sich so an meinem Finger gehalten. Das richtig so drauf abgestützt hat und so geschnüffelt. Diesen Zickzack hier müssten wir eigentlich hochgehen, aber wir haben gerade auch jemanden getroffen, der es versucht hat und sie mussten abbrechen, weil es einfach zu rutschig ist und manchmal gehen wirklich ganze Schneestreifen über diesen Zickzack drüber und da ist es einfach sehr rutschig, weil der Schnee auch sehr nass ist und ja, die hatten sogar Stöcke und meinten, das ist nicht gegangen. Also wir gehen jetzt noch ein Stück vor, aber so langsam werden wir ein bisschen skeptisch. Also von hier ist die Sicht auch nochmal wunderschön. Ja.
Also die Aussicht von da hinten, die war ja so wunderschön. Und auch der Blick nach hinten zu den Bergen. Es ist schon viel friedlicher als vorne bei der Hütte, bei den vielen Leuten. Aber ich bin ja ein bisschen unnachgiebig manchmal. Wahrscheinlich auch unvernünftig. Und irgendwie, so, weil es so schön ist, bin ich so voll in der Abenteuerlust. Und ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Ich probiere es jetzt hier trotzdem mal. Ich schaue mal, wie das hier aussieht auf dem Schnee. Aber es haben uns wieder mehrere Leute gesagt, die aufgegeben haben, nicht hochgegangen sind, obwohl sie Spikes hatten und Stöcke und alles. Und auch regelmäßig hier sind. Die sind eigentlich Locals. Und auch die haben gesagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Obwohl von oben so eine schöne Sicht sein soll auf Lake Louise. Aber ja, also ich merke jetzt hier auf dem Schnee, es ist schon richtig rutschig. Und bei dem Zickzack, den man nach oben gehen muss, da ist in der Mitte einmal so Schnee durch runtergekommen. Das ist total rutschig und es gibt nichts, das einen hält, wenn man ausrutscht. Und gerade auf dem Weg runter ist es ja meistens noch mal schwieriger. Und ich glaube, ja, man muss einfach einsehen, wo die Grenzen sind. Aber schön ist es hier trotzdem. Ich meine, ich komme echt nicht drauf klar. Ach ja, und Roberto ist da hinten irgendwo. Der ist meistens schon ein bisschen früher vernünftig als ich. Ich muss da immer noch mit meinem Kopf durch die Wand. Okay, auch ich sehe es irgendwann ein. Das ist echt... Schaut mal, wie steil das ist. Sieht man das überhaupt? Und ich rutsche jetzt schon die ganze Zeit. Das hat wirklich keinen Sinn. Also ich muss sagen, gerade auch mit Höhenangst, das ist ganz schön komisch hier runter zu sehen, wenn man auch noch weiß, dass es rutschig ist und man nicht so die Kontrolle hat. Ja, hat keinen Sinn. Ich muss wohl umdrehen. Roberto wartet eh schon auf mich. Naja, so hatte ich mal mein Abenteuer. Aber ja, jetzt geht's runter. Oh, oh. Runter ist es wirklich nochmal viel schlimmer. Immerhin ist es Roberto ohne mich nicht langweilig. Und da unten macht sich schon die nächste Expedition bereit. Mal sehen, ob die es hochschaffen. Ja, echt schade. Aber naja, man kann auch nicht alles forcieren. Ich schaue jetzt mal, was Roberto macht. So, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg. Wir haben in der Zwischenzeit Antoine kennengelernt. Der fährt hier in Kanada mit dem Fahrrad. Also, der ist komplett verrückt, dieser Typ. Hallo! Ja, wir haben jetzt hier eine richtig gute Zeit miteinander verbracht. Und ja, wie gesagt, die Aussicht unglaublich hier. Und für uns geht es jetzt runter, denn wir wollen uns noch was anschauen. Aber dafür müssen wir zuerst nach unten gehen und das sehen wir euch gleich. Ja, von oben hat es ja nicht geklappt mit der Aussicht. Und jetzt sind wir nochmal hier lang und die Farbe ist einfach so krass. Es sind, glaube ich, noch mehr Leute hier als am Vormittag, aber trotzdem, das ist einfach atemberaubend. Boah, Leute, wir sind fix und fertig. Wir waren 5,5 Stunden unterwegs. Ja, haben 13,5 Kilometer gemacht und knapp 600 Höhenmeter. Stimmt das alles? Ja. Das war echt streng.
Ja, aber schön. und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Also es war wirklich wunderschön. Schade, dass es halt nicht bis nach oben geklappt hat. Damit ja, haben wir halt diesen Aussichtspunkt verpasst. Aber ja, ich freue mich jetzt, dass wir hoffentlich morgen unsere Wanderschuhe nicht anziehen müssen. Mal ein bisschen entspannen können und ja. Wir wollten eigentlich noch was anschauen gehen. Ja, wir wollten eigentlich noch Moraine Lake machen. Wir müssen mal schauen, ob wir darauf dürfen. Ja. Die Straße war am Vormittag gesperrt, aber ja, wir schauen einfach spontan. Wir ziehen uns jetzt erstmal um Ja. und trinken was. Ja. You don't get to call me up, tell me that you need forgiveness. You're the one who called it off, broke my heart in just a minute. Ja, die Straße ist immer noch zu, also ja. Wir sind aber eh ganz schön kaputt, also machen wir das einfach morgen. Sind wir auch nicht ganz so traurig und dafür gehen wir jetzt duschen. Das haben wir auch schon nötig. Ach, die Dusche hat richtig gut getan. Vor allem nach den letzten Tagen, wo wir so viel unterwegs waren und ja, ziemlich viel gelaufen sind. Also wir sind doch einige Kilometer unterwegs gewesen und haben doch einiges geschwitzt. Hat das richtig gut getan, nicht wahr? Und wie, also ja, es war nötig. Ja, es war wirklich nötig. Und ja, falls ihr euch fragt, wo wir geduscht haben, wir zeigen es jetzt nicht, aber es gibt eine App, die heißt iOverlander. Da stehen ja, ganz viele Tipps, wo man duschen kann, wo man Wasser füllen kann. Also das gleiche wie Park4Night. Und in diesem Fall war es ein Hotel. Wir mussten auch nichts bezahlen, wir haben einfach unseren Charme spielen lassen. Das klappt oftmals. Bei Roberto zumindest. Ja, aber wir sind jetzt doch ziemlich geschlaucht. Wir suchen uns noch einen Platz für heute Abend, essen noch was und machen einfach mal einen gemütlichen Abend für uns. Denn morgen geht es gleich wieder weiter. Guten Morgen. Wir haben wieder mal recht ruhig hier geschlafen auf diesem Platz, wollen aber auch gleich schon los. Wir sind schon ready und wollen nochmal diesen Lake Moraine versuchen. Hoffentlich klappt es heute besser. Eine kleine Nachwehe haben wir seit gestern. Ich habe mir richtig böse den Nacken verbrannt. Ich habe irgendwie komplett vergessen, den einzucremen. Naja. Siehst wie Lava. Ja, es ist ziemlich rot. Oh. Naja. Vielleicht denke ich das nächste Mal dran. Jetzt fahren wir aber los und ja, hoffentlich schaffen wir es heute zu Lake Moraine. Wir haben es versucht, aber Lake Moraine wird es nicht für uns. Der Parkplatz ist wieder komplett voll, auch heute früh. Und ja, dann lassen sie eben die Autos gar nicht erst hochfahren. Schade, soll wohl sehr schön sein, aber ich würde sagen, wir haben gestern auch so 2 sehr schöne Seen gesehen. Und wir machen dafür ein bisschen mehr Strecke heute. Wir wollen den Icefield Parkway fahren. Das ist eine Verbindungsstraße zwischen Banff und Jasper. Und da soll es auch einige schöne Orte zu sehen geben. Jetzt tanken wir noch kurz und dann geht's los.
Mit dieser Aussicht hier hinten schmeckt der Kaffee gleich noch viel besser. Und ja, wir sind so froh, dass wir die Terrasse noch gebaut haben, bevor wir losgefahren sind. Denn wir haben sie bis jetzt zwar noch nicht so viel genutzt, aber wir nutzen sie immer mehr und mehr. Und vor allem an solchen Plätzen hat man doch nochmals einen kleinen anderen Überblick, als wenn man unten wäre. Ja, ich glaube, wir fahren jetzt mal langsam weiter. Und ja, schauen, wie es weitergeht. Denn hier auf dem Icefield Parkway soll es ganz viele Lookouts geben, wo man auf ganz viele Gletscher sehen kann. Mal schauen, was wir noch alles finden. Einige Kilometer später sind wir beim Peyto Lake angekommen. Den wollen wir uns auch anschauen, denn der soll richtig speziell sein. Glaubst du, Bob Ross war hier? Ja, das sieht so aus. Der war bestimmt hier und er hat das alles hier gemalt. Das ist so surreal, das kann nicht echt sein. Wow, also dieser Stopp hat sich wirklich gelohnt. Die Farbe des Sees, das ist echt der Wahnsinn. Und ja, hier sieht man auch sehr, wie sich das mit den Gletschern so entwickelt. Der Peyto Lake wird nämlich vom Peyto Gletscher gespeist. Ja, aber vor 140 Jahren etwa hat er noch bis hierhin, bis zu diesen Bäumen gereicht. Und jetzt sieht man, wie stark der schon zurückgegangen ist. Jetzt ist er eigentlich so eine kleine Zunge vom Wappter Eisfeld, das man hinter den Bergen erst sehen würde. Ja, hat sich schon ziemlich verändert. Aber der See ist einfach unglaublich. Wow, das ist so schön. Das ist unglaublich. Jetzt darf es weitergehen. Gemäß unserer Karte dürfen wir jetzt ein paar Kilometer fahren, aber vielleicht halten wir spontan wo. Es ist ja so schön überall. Ja, aber jetzt eigentlich wollen wir ein paar Kilometer machen. Der Icefields Parkway ist eine 232 Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen Lake Louise und Jasper und führt vorbei an imposanten Naturschauplätzen zwischen Bergen und Gletschern. Eine der beeindruckendsten Eisflächen ist das Columbia-Eisfeld, das aus mehreren Gletschern besteht und dessen Schmelzwasser je nach Ausrichtung des Hanges in den Pazifik, den Atlantik oder in die Arktis fließt. Einen der Gletscher, den Athabasca-Gletscher, kann man sogar relativ einfach besuchen und so einen Teil des riesigen Eisfelds aus der Nähe bestaunen. Es ist zwar nicht unser erster Gletscher, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder sehr interessant, das zu sehen. Gerade auch, ja, wie sich die Gletscher so bewegen. Und wir haben auch vorhin wieder Steine gesehen, die zwar auf der einen Seite so richtig glatt geschliffen sind durch den Gletscher, aber gleichzeitig auch Furchen haben von den kleinen Steinchen, die der Gletscher eben auch mitnimmt und über diese Steine schleift. Also
Schon interessant zu sehen, welche Kraft das Eis auch haben kann. Wenn man bedenkt, dass 1992 der Gletscher noch bis da vorne kam, 100 Jahre zuvor ging er noch bis zur Straße. Also es ist schon extrem, wie sich der Gletscher zurückgezogen hat, und auch heute noch zieht er sich jedes Jahr um 5 Meter zurück. Ja, ist zwar immer noch sehr imposant der Gletscher an sich, aber ja, wie weit wird er noch wohl zurückgehen? Unterwegs zum Van ist hier noch der Sunwapta-See. Hier sammelt sich das erste Mal so das Wasser, das aus dem Gletscher kommt, und es ist ganz schön milchig, wie man sieht. Das kommt von dem geriebenen oder wirklich förmlich gemahlenen Stein vom Gletscher. Der malt die Steine zu richtigem Steinmehl und das gibt eben diese milchige Farbe. Weiter flussabwärts lagert sich das dann ab, wird gefiltert und dadurch wird das Wasser dann immer klarer und gibt diese schönen blauen Farben. Und ja, dieses Wasser fließt übrigens dann in die Arktis. Ja, so weit ist die wohl gar nicht mehr. Wir gehen jetzt aber zurück zum Van und fahren weiter in Richtung Jasper. Der Icefields Parkway beschenkt seine Besucher nicht nur mit felsigen Bergen, türkisen Seen und schimmernden Gletschern. Ein wachsames Auge kann hier auch Bären, Rehe, Hirsche, aber auch Dickhornschafe oder Schneeziegen entdecken. Leider zieht sich allerdings bei uns das Wetter zu. Als wir nach einem langen Tag müde und voller Eindrücke in Jasper ankommen, ahnen wir noch nicht, wie oft sich in den nächsten Tagen noch unsere Pläne ändern werden. Doch dazu mehr in unserem nächsten Video. Bis bald! Was ist das? Ein Elch! Sieht man das nicht? Schau mal, das Geweih! Hat das so gut getan. Jessie versteckt sich da hinten immer noch hinter dem Schrank.